Hallo und herzlich willkommen. In unserem heutigen Video lernen wir, wie man Fragen im Nominativ, Akkusativ und Dativ stellt. Wir schauen uns an, wie die verschiedenen Fälle in der Fragestellung funktionieren und welche Unterschiede es gibt. Natürlich gibt es auch viele Beispiele, um euch das Thema leichter zu machen. Also bleibt dran und lasst uns gleich starten. Definition des Nominativs. Der Nominativ ist der Kasus, der das Subjekt im Satz kennzeichnet, also die Person oder das Ding, das die Handlung ausführt. Die Fragestellung im Nominativ. Die Fragen, die wir stellen, um das Subjekt im Satz zu finden, sind: Wer? Für Personen. Was? Für Dinge. Wie man fragt und antwortet? Wenn wir das Subjekt im Satz herausfinden wollen, fragen wir mit wer oder was. Schauen wir uns einige Beispiele an. Beispiel 1. Der Satz: Die Lehrerin ist in der Schule. Also die Lehrerin ist Person und die Frage ist wer. Der Satz: Die Lehrerin ist in der Schule. Die Frage: Wer ist in der Schule? Die Frage: Wer ist in der Schule? Die Antwort 1: Die Lehrerin ist in der Schule. Die Antwort 1: Die Lehrerin ist in der Schule. Die Antwort 2: Sie ist in der Schule. Die Antwort 2: Sie ist in der Schule. Beispiel 2. Der Satz: Der Apfel hängt am Baum. Also der Apfel ist Ding und die Frage ist was. Der Satz: Der Apfel hängt am Baum. Die Frage: Was hängt am Baum? Die Frage: Was hängt am Baum? Die Antwort 1: Der Apfel hängt am Baum. Die Antwort 1: Der Apfel hängt am Baum. Die Antwort 2: Er hängt am Baum. Die Antwort 2: Er hängt am Baum. Beispiel 3. Der Satz: Der Arzt ist in der Praxis. Also der Arzt ist Person und die Frage ist wer. Der Satz: Der Arzt ist in der Praxis. Die Frage: Wer ist in der Praxis? Die Frage: Wer ist in der Praxis? Die Antwort 1: Der Arzt ist in der Praxis. Die Antwort 1: Der Arzt ist in der Praxis. Die Antwort 2: Er ist in der Praxis. Die Antwort 2: Er ist in der Praxis. Jetzt Verben, die den Nominativ erfordern. Einige gebräuchliche Verben, die den Nominativ für das Subjekt erfordern, sind: sein, haben, lesen, schlafen, arbeiten. Und jetzt zusätzliche Beispiele. Beispiel 4. Satz: Das Kind spielt im Park. Frage: Wer spielt im Park? Antwort: Das Kind spielt im Park. Satz: Das Kind spielt im Park. Frage: Wer spielt im Park? Antwort: Das Kind spielt im Park. Beispiel 5. Satz: Die Blume blüht im Garten. Frage: Was blüht im Garten? Antwort: Die Blume blüht im Garten. Satz: Die Blume blüht im Garten. Frage: Was blüht im Garten? Antwort: Die Blume blüht im Garten. Beispiel 6. Satz: Der Mann liest ein Buch. Frage: Wer liest ein Buch?
Antwort: Der Mann liest ein Buch. Satz: Der Mann liest ein Buch. Frage: Wer liest ein Buch? Antwort: Der Mann liest ein Buch. Zusammenfassung: In dieser Lektion haben wir gelernt, dass der Nominativ im Deutschen verwendet wird, um das Subjekt im Satz zu kennzeichnen. Wir haben die Fragewörter wer und was benutzt, um das Subjekt zu identifizieren. Wir haben auch verschiedene Beispiele gesehen, die die Verwendung des Nominativs in einfachen Sätzen veranschaulichen. Die Fragestellung im Akkusativ: Um zu verstehen, wie man Fragen und Antworten im Akkusativ in der deutschen Sprache bildet, betrachten wir einige Beispiele und grundlegende Anweisungen. Fragen im Akkusativ: Im Deutschen, wenn man eine Frage stellt, die ein direktes Objekt, Akkusativ, enthält, verwendet man spezifische Fragewörter wie wen oder was. Antworten im Akkusativ: Beim Beantworten einer Frage, die ein direktes Objekt im Akkusativ enthält, muss man sicherstellen, dass das direkte Objekt, Substantiv oder Pronomen, die richtige Akkusativform hat. Beispiel: Der Satz: Ich sehe meinen Freund. Ich sehe meinen Freund. Meinen Freund ist das direkte Objekt im Akkusativ. Und die Frage ist: Wen siehst du? Wen siehst du? Ich kaufe ein Buch. Ich kaufe ein Buch. Ein Buch ist das direkte Objekt im Akkusativ. Was kaufst du? Was kaufst du? Und jetzt einfache Regeln. 1. Wenn wir nach Sachen fragen möchten, benutzen wir das Fragewort was. 2. Wenn wir nach den Personen fragen möchten, benutzen wir das Fragewort wen. Beginnen wir mit dem Fragewort was? Ich habe einen Computer. Ich habe einen Computer. Was habe ich? Was habe ich? Sie fährt das Auto. Sie fährt das Auto. Was fährt sie? Was fährt sie? Er hat eine Mütze. Er hat eine Mütze. Was hat er? Was hat er? Wir haben ein Haus. Wir haben ein Haus. Was haben wir? Was haben wir? Ich trinke einen Tee. Ich trinke einen Tee. Was trinke ich? Was trinke ich? Sie hat ein T-Shirt. Sie hat ein T-Shirt. Was hat sie? Was hat sie? Wir haben Blumen. Wir haben Blumen. Was habt ihr? Was habt ihr?
Jetzt Beispiele mit dem Personen- und mit dem Fragewort wen. Hans kennt die Eisverkäuferin. Hans kennt die Eisverkäuferin. Wen kennt Hans? Wen kennt Hans? Sie fragen die Ärztin. Sie fragen die Ärztin. Wen fragen Sie? Wen fragen Sie? Die Oma bemerkt den Dieb. Die Oma bemerkt den Dieb. Wen bemerkt die Oma? Wen bemerkt die Oma? Der Lehrer fragt den Schüler. Der Lehrer fragt den Schüler. Wen fragt der Lehrer? Wen fragt der Lehrer? Ich sehe den Briefträger. Ich sehe den Briefträger. Wen sehe ich? Wen sehe ich? Ich frage das Mädchen. Ich frage das Mädchen. Wen fragst du? Wen fragst du? Der Nachbar hört die Kinder. Der Nachbar hört die Kinder. Wen hört der Nachbar? Wen hört der Nachbar? Wen rufst du an? Ich rufe meinen Bruder an. Was machst du heute? Ich mache meine Hausaufgaben. Wen besuchst du? Ich besuche meine Großeltern. Wen rufst du an? Ich rufe meinen Bruder an. Was machst du heute? Ich mache meine Hausaufgaben. Wen besuchst du? Ich besuche meine Großeltern. Zusammenfassung: Wen wird verwendet, um nach Personen zu fragen? Akkusativobjekt. Was wird verwendet, um nach Dingen oder Handlungen zu fragen? Akkusativobjekt. Durch die korrekte Verwendung dieser Fragewörter können Sie präzise Fragen formulieren, die dem Kontext entsprechen, egal ob Sie über eine Person oder eine Sache sprechen. Einfache Regeln. 1. Im Dativ können wir nicht nach den Sachen fragen. 2. Wenn wir nach den Personen fragen möchten, benutzen wir das Fragewort wem? Jetzt machen wir zusammen Beispiele. Beispiel 1. Ich helfe dem alten Mann. Ich helfe dem alten Mann. Wem helfe ich? Wem helfe ich? Der Computer gehört dem Schüler. Der Computer gehört dem Schüler. Wem gehört der Computer? Wem gehört der Computer? Ich fahre mit dem Nachbar nach Berlin. Ich fahre mit dem Nachbar nach Berlin.
Mit wem fahre ich nach Berlin? Mit wem fahre ich nach Berlin? Ich danke der netten Frau. Ich danke der netten Frau. Wem danke ich? Wem danke ich? Ich gratuliere dem kleinen Mädchen zum Geburtstag. Ich gratuliere dem kleinen Mädchen zum Geburtstag. Wem gratulieren Sie zum Geburtstag? Wem gratulieren Sie zum Geburtstag? Das Fahrrad gehört dem Kind. Das Fahrrad gehört dem Kind. Wem gehört das Fahrrad? Wem gehört das Fahrrad? Sarah hilft der netten Nachbarin. Sarah hilft der netten Nachbarin. Wem hilft Sarah? Wem hilft Sarah? Sie schenkt dem Kind ein Spielzeug. Sie schenkt dem Kind ein Spielzeug. Wem schenkt sie ein Spielzeug? Wem schenkt sie ein Spielzeug? Der Arzt gibt dem Patienten ein Rezept. Der Arzt gibt dem Patienten ein Rezept. Wem gibt der Arzt ein Rezept? Wem gibt der Arzt ein Rezept? Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. Wem erklärt der Lehrer die Aufgabe? Wem erklärt der Lehrer die Aufgabe? Der Lehrer spricht mit dem Schüler über die Hausaufgaben. Der Lehrer spricht mit dem Schüler über die Hausaufgaben. Mit wem spricht der Lehrer über die Hausaufgaben? Mit wem spricht der Lehrer über die Hausaufgaben? Der Dozent antwortet den Studenten. Der Dozent antwortet den Studenten. Wem antwortet der Dozent? Wem antwortet der Dozent? Ich helfe meinem Freund. Ich helfe meinem Freund. Wem hilfst du? Wem hilfst du? Wir zeigen den Touristen den Weg. Wir zeigen den Touristen den Weg. Wem zeigen wir den Weg? Wem zeigen wir den Weg? Ich spreche mit meiner Schwester.
Ich spreche mit meiner Schwester. Mit wem sprichst du? Mit wem sprichst du? Zusammenfassung. Der Satz: Max zeigt der Frau den Weg. Max zeigt der Frau den Weg. Die Fragestellung im Nominativ: Wer zeigt der Frau den Weg? Wer zeigt der Frau den Weg? Die Fragestellung im Akkusativ: Was zeigt Max der Frau? Was zeigt Max der Frau? Die Fragestellung im Dativ: Wem zeigt Max den Weg? Wem zeigt Max den Weg? Das war unser Video zum Thema Fragen im Nominativ, Akkusativ und Dativ. Ich hoffe, dass euch die Beispiele geholfen haben und ihr die Unterschiede besser versteht. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.